Ja, Belek ist eben nicht nur Golf. Ja, ich bin hier in Belek, um ein paar Golfplätze zu filmen. Das hier ist ja so etwas wie ein Golferparadies. Es gibt 18 Lochplätze hier in Belek, aber man kann natürlich auch andere Sachen machen. Hier in der Gegend gibt es viele alte klassische Ruinen wie Perge und Aspendos mit fantastischen alten Theatern. Das Taurusgebirge in der Nähe. Antalya, eine interessante Großstadt, ist auch nicht weit weg. Also Belek ist natürlich ein Touristenort schlechthin. Fast zu dem Zweck gebaut, glaubt man. Aber eigentlich ganz nett, relativ weitläufig. Es gibt natürlich hier ein Geschäft nach dem anderen für Sportkleider, normale Kleider, Koffer, alles, was man haben will. Wenn ich so von der Anzahl der Geschäfte und Cafés auf die Anzahl der Touristen schließen möchte, dann kann ich mir denken, dass hier ab der Hochsaison, so ab Ende März, es ziemlich voll sein wird. Hinter mir die große Moschee, die ist nicht besonders alt, aber was ich interessant finde, ist, dass es in diesem Ort auch eine Synagoge gibt und orthodoxe und katholische Gottesdienste, evangelische Gottesdienste. Also das finde ich eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Ich kann mir vorstellen, dass die orthodoxen Gottesdienste wieder besser besucht sind, denn es gibt nicht nur russische Touristen hier, sondern aus dem ganzen Gebiet, wie mir gesagt wurde, auch etliche Leute, die den Kriegswirren im Moment entfliehen möchten und sich hier Wohnungen angemietet haben in dieser Gegend. Abgesehen davon, dass das Wetter natürlich ganz schön ist. Interessant finde ich auch, dass bei mir im Hotel zum Beispiel viel Personal aus Kirgisien kommt. Kirgisien ist ein relativ fortschrittliches Land der ehemaligen Sowjetunion, mehrheitlich muslimisch. Und die Sprache ist dem Türkischen sehr ähnlich. Also es ist für viele Leute, die von dort kommen, sehr leicht, hier Arbeit zu finden. Türkisch zu lernen, gut, Russisch können sie sowieso. Hier das Ortszentrum ist man gerade 10 Minuten zu Fuß von meinem Hotel entfernt. Ich bin diesmal hier im Spice Hotel. Ich war auch schon in anderen Hotels hier in Belek und suche aber jetzt einen Friseur. Das ist immer eine angenehme Erfahrung, in einem fremden Land zum Friseur zu gehen. Und hier habe ich auch schon einen gefunden. Das ist immer wieder interessant. Zum einen gibt es natürlich viele deutschsprachige Touristen, aber es haben natürlich auch viele Türken in deutschsprachigen Ländern gearbeitet. Dieser hier wird allerdings gerade renoviert, also muss ich ein wenig weiter suchen. Ja, diesen netten Herrn hier habe ich gerade gefragt, wo ich einen Friseur finde. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Wo haben Sie Deutsch gelernt? Ich habe Deutsch gelernt, erst selbst angefangen, später im Tourismus in Chile, noch später in Deutschland. Ah, und Ihr Geschäft ist spezialisiert auf was hier? Was haben Sie? Auch für Herren und Damen, Kindersachen. Aha. Auch Golfsachen haben wir auch. Ah, gut. Ja. Und das sind türkische Sachen oder woher kommen die Kleider? Wir verkaufen ausschließlich türkische Ware, keine chinesische Ware. Keine Chinese, interessant. Ja, ja. Und im Moment ist es ja sehr ruhig hier noch in Belek. Weil jetzt ist Vorsaison. Vorsaison. Ja. Wann fängt denn die Saison an? Ende dieses Monat fängt Golfsaison. Ja. Dann geht es langsam los. Dann fängt Mitte März langsam die Saison. Aha, und die Badesaison, ab wann fängt das an? So? Badesaison würde ich sagen, mehr im Mai. Im Mai. Ja. Gut, vielen Dank und viel Erfolg und viel Gerne, Glück. danke schön. Danke. Danke.
habe einen gefunden. Wie heißen Sie? Selçuk. Selçuk. Okay, dann Oder meine Spitzname Thomas. oh, gut. Das ist nett. Danke. Bitte. Also der Bart kann weg. Ja, sieht gut aus. Ja, da war ich sehr zufrieden. Also der Friseur war sehr nett, konnte ganz gut Deutsch. Das hat er einfach so aus Büchern gelernt. Kam ursprünglich aus Side, das ist ein bisschen weiter weg hier, aber auch am Mittelmeer. Und das hier scheint so eine Friseurstraße zu sein, denn hier gibt es allein 3 Friseurläden. So, diese Wachsbehandlung übrigens für die Nase und die Ohren, das hatte ich noch nie. Sehr effizient. Ja, Belek ist eben nicht nur Golf. Hier reiht sich ein Hotel neben dem anderen am Mittelmeerstrand. Manche sind sehr groß, manche sind eher klein. Manche sind natürlich in den deutschsprachigen Prospekten der großen Reisebüros enthalten. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele andere, die dort nicht zu finden sind, wo man also einfach einen Flug nach Antalya nehmen kann und sich dann hier irgendwo ein Hotel sucht. Sei es ein einfaches im Ort, in Kadriye oder hier halt in Belek, oder ein großes Resort-Hotel am Meer, die vor allen Dingen natürlich in der Vorsaison leer sind und günstig. Hier kommen natürlich nicht nur Golfer hin, sondern hier im Frühling auch viele Fußballer. Eine deutsche Regionalligamannschaft habe ich hier schon kennengelernt. Eben hier in einem Bus war ein Schild von einem französischen oder belgischen Verein. Also hier kommen viele Sportler hin, um hier zu trainieren. Auf einem anderen Platz hier habe ich russische Mannschaften gesehen, Jugendmannschaften, die trainiert haben. Denn die großen Hotels, die großen Resorts haben auch alle Sportzentren, wo eben nicht nur Fußballer, sondern auch andere Leistungssportler hierher kommen. Ja, später dann im Sommer kommen natürlich auch viele Familien hierher, denn die großen Hotelanlagen haben nicht nur riesige Schwimmbäder, sondern ganze Wasserparks mit Rutschen und allem drum und dran. Also ich habe gesehen hier Resorts, die haben Wasserparks, die an anderen Orten vielleicht schon für sich allein genommen ein Ausflugsziel wert wären. Eben im Ort in Belek, der nette Verkäufer erzählte mir, dass hier in den Hotels in Belek die Leute eher ein klein wenig wohlhabender seien. Zumindest sei deswegen die Qualität
der Waren in den Geschäften auch besser. Ein bisschen weiter weg, also gerade mal so 5-6 Kilometer weit weg, in einem Ort namens Boaskent, da gäbe es viel billigere Hotels und da seien auch die Geschäfte anders und es gäbe sehr viel nachgemachte Piraten- und Billigware. Aber das Wort höherpreisig sollte einen nicht erschrecken, denn trotz der hohen Inflation und Wirtschaftskrise, die die Türkei erlebt hat in den letzten paar Jahren, ist die Türkei immer noch ein günstiges Land und hier kann man wirklich gute Qualität zu guten Preisen bekommen. Abgesehen davon sind die Leute hier so nett, also das erlebe ich immer wieder. Also ich erlebe immer wieder eine herzliche Gastfreundschaft und das ist nicht nur, weil man als Tourist hier natürlich Geld dalässt, denn sehr oft gibt es einfach nur ein nettes Gespräch. Ich kaufe ja nicht immer etwas und trotzdem ist der Austausch sehr, sehr nett. Sehr oft kann man sich mit Deutsch oder Englisch verständigen oder sonst mit Händen und Füßen. In der Saison fährt wohl alle 30 Minuten von den Hotels aus immer ein Bus. Aber das kommt darauf an, wo das Hotel gelegen ist. Also mein Hotel ist zu Fuß gar nicht so weit weg von diesem Belek-Zentrum. Ja, und ansonsten stehen vor jedem größeren Hotel hier Taxis und man kommt hier gut rum. Ich habe hier heute alles zu Fuß gemacht, das war auch sehr angenehm. Morgen mache ich mal einen richtigen Touristenausflug und zwar mit Autos hier in die Berge fahren, auf ein paar Dörfer, eine römische Brücke besuchen, schöne Landschaften. Mal schauen, wie das wird. Dann kam eben ein netter Reiseleiter ins Hotel und hat eben diverse Sachen angeboten. Und ich habe mal diesen Ausflug gewählt, wo man mit Autos hier in die Berge fährt. Und das könnt ihr euch auch anschauen. Irgendwo hier ist der Link dahin. So, ich hoffe, euch hat dieser kleine Eindruck von Belek gefallen. Wenn ja, dann drückt doch bitte diesen Like-Knopf. Und wenn euch der Kanal gefällt, der hat ja nicht nur Reiseberichte und Drohnenaufnahmen und Golfplatzberichte, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, das würde mich freuen. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.